Da ist er wieder. Herzlich willkommen bei Sibi Likes Trains. Hier ist wieder euer Sibi. Ja, ich habe ja gesagt, beim nächsten Film gehe ich noch mal ein bisschen auf die Elektrik. Ich bin auch in meinem letzten Video gefragt worden, wie genau ich die Blöcke einrichte. Und das würde ich euch jetzt am Anfang noch mal kurz zeigen, für diejenigen, die es interessiert. Die können gerne 20 Sekunden vorspulen und dann ist das gut. Ich habe mir für die Elektrik auch mal fachmännische Hilfe kommen lassen. Ich habe da von so einem Kollegen gehört, der turnt da in Köln irgendwo rum und der scheint elektrische Fachkenntnisse zu haben. Da ich die ja nicht habe und ihr wisst ja alle, wie ich zur Elektrik stehe, würde ich sagen, drücke ich jetzt mal Knöpfchen vom Aufzug und dann gucken wir einfach mal, wer hier erscheint. Also. Ja, da ist er. Ich war im Keller. Hast du mitgebracht, Werkzeug? Habe ich Werkzeug mitgebracht. Hat der Werkzeug mitgebracht. Und jetzt fangen wir zweimal an, so ein bisschen die Elektrik zu machen. Und wir machen das so, ich gehe an die Kabel und an die Decoder und der Kollege, der geht bei mir an den Train Controller und richtet mir meine Blöcke ein. Und auf das, was wird, das zeigen wir euch mal. Das kann nicht helfen. Das wird was. Also, ihr Lieben, bleibt dran, bis später. Jetzt sehen wir hier den Profi bei der Arbeit. Nach dem dritten Kabel hat er mich weggeschickt. Hat gesagt, geh du an den Train Controller, du doof, und gib mir die Kabel. Ja, also wie gesagt, wir haben hier auch den Professor Dr. Elektrik hier dabei. Ne? Der kontrolliert auch alles, ob das richtig ist. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie gesagt, wie es ist, wie ich das im Train Controller einbinde. Ja, Freunde von Sibi Likes Trains, jetzt habt ihr gesehen, der Louis hat jetzt ein Käbelchen in den Belegmelder reingetan und ihr wisst ja, dass ich ausschließlich die CS-Decoder nehme von DigiCase, die 4088 CS. Und man hat mich halt gefragt, ich soll doch nochmal zeigen, wie ich das einrichte, und das mache ich natürlich sehr gerne, aber das hätte ich euch in dem Video sowieso nochmal gezeigt. Hier geht es um die Belegmeldung hier unten unterhalb von dem Panikknopf. Ihr seht es grün blinken. Das heißt also, ihr seht, ich habe das schon mal vorbereitet, damit ich euch das zeigen kann. Ihr klickt da doppelt auf diesen Block drauf, den ihr euch da eingerichtet habt. Dann ist diese Fläche noch grau. Dann müsst ihr hier auf diesen kleinen Kreis klicken und dann wird dieser Block halt rosa. Dann müsst ihr da nochmal doppelt draufklicken. Dann kriegt ihr dieses Bild hier und da heißt es dann halt einfach Digitalsystem auswählen. Das ist das Oberallgemeiner Melder. Den nehmt ihr. Dann müsst ihr die Adresse des Decoders nehmen. Also das ist in meinem Fall der dritte Decoder. Das wäre der hier. Ihr könnt die sind ja hintereinander geschaltet. Also der erste Decoder hat mit 16 Eingängen, der zweite 16, der dritte 16 und. Also ist es bei mir der dritte Decoder und der 9. Eingang von dem Decoder, von dem DR4088 CS. So, wenn er das eingegeben hat, dann sollte eigentlich schon möglich sein, hier einen Test zu machen. Ihr seht, es funktioniert einwandfrei. Perfekt. Dann einfach auf OK, nochmal auf OK und dann habt ihr das Ding gespeichert. Nochmal gespeichert oben links in der Ecke, das ist aber immer ganz wichtig. Ich mache das eigentlich nach jedem Block. Am Anfang habe ich mit unserer 5-6 Blöcken gemacht und dann ist das Ding abgeraucht, dann konnte ich den Kladderadat später von vorne machen, also von daher alles schick. So, dann haben wir noch die Möglichkeit, der Louis hat das ja mit den LN-Decodern von DigiCase, da musst du halt einfach hingehen, genau die gleiche Prozedur, das Ding ist grau, auf den Kreis, doppelt nochmal auf diesen rosanen drauf und da geht er halt einfach nicht auf allgemeiner Melder, sondern auf Einfachadresse. Und da seht ihr schon den Unterschied, da steht nämlich nur Adresse. Da fangen wir mit der ersten Adresse von dem Loconet-Dingen an, das ist meinetwegen die 1. Dann geht ihr weiter und macht dann 2, 3, 4, 5, 6, je nachdem. Ihr habt ja einmal den LN und danach kommen ja die CS in Reihe und deswegen geht das hier etwas anders. Aber dazu würde ich euch gerne die zwei Videos verlinken unten in der Beschreibung. Einmal das von Louis, der hat es sehr, sehr gut erklärt und wer es auch super klasse erklärt hat, ist der Brummi. Da lege ich euch mal ans Herz, die beiden Videos, wenn es um die LN-Decoder geht, euch die mal anzuschauen. Ja, also ich schalte jetzt hier wieder um auf allgemeiner Melder.
Die 3 und die 9 ist bei mir das Ding. Okay. Okay. Und dann kann ich hier unten sehen, es funktioniert. Wieder abgespeichert und alles ist schick. Also wie gesagt, speichern ist in dem Fall sehr, sehr wichtig, weil sonst kann es in die Fritten gehen. Dann fangen wir wieder von vorne an. So, das geschulte Auge sieht, ich habe hier an jeder Weiche eine Zahl und dazu sage ich euch später mehr. Jetzt haben wir das erstmal behandelt mit den Decodern und der Belegmeldung. Alles klar. Ja, Freunde von CB Likes Trains, jetzt habe ich wieder was anderes. Ihr seht hier diese schönen kleinen Bildchen hier, die Zahlen. Die gehen weg, wenn ich aus dem Editiermodus rausgehe, weil da würde ich den jetzt sehen, wenn ich ganz normal fahre. Wenn ich aber jetzt mal im Editiermodus was wissen muss, und zwar sind das hier meine Weichenadressen, die ich vergeben habe beim Einrichten. Also ich meine, jeder weiß, wie eine Weiche angeschlossen wird und ich denke auch jeder weiß, wie eine Weiche in Train Controller eingebunden wird. Aber trotzdem, ja, es erreicht mich immer noch mal hier und da eine Frage, kannst du das noch mal zeigen? Sehr gerne. Da klickt man einfach hier auf dieses Weichensymbol doppelt drauf und da geht halt ein neues Bild auf. Oh, ich muss da mal gerade ein bisschen hier rein. So. Und da braucht ihr im Prinzip einfach nur einstellen auf Loconet und die Adresse eingeben. Also ich mache das für gewöhnlich immer so, dass ich meine Weichen anschließe, meine DR5000 Software aufhabe und da nicht auf Fahren, sondern auf Stellen oder Klacken, ich weiß gar nicht, wie es gerade heißt, Switch glaube ich oder so. Und dann habe ich dann mal eine Reihe Adressen da aufstehen und nach jeder Weiche wird geklickt und geklackt und probiert und gemacht und getan, um da halt einfach was zu kriegen. So, dann kann man jetzt hier noch sagen, okay, ich schalte die einmal so, dann ist sie abzweigend und ich schalte die einmal so, dann ist sie gerade. Und welchen Normalzustand ich halt einfach haben will. Ich habe das bei mir so eingestellt, dass der Zug dann immer im Bahnhof zum Beispiel immer durch das mittlere Gleis fährt, weil links und rechts immer die Züge stehen und die mittleren Gleise sollen ja eigentlich immer frei bleiben. Und deswegen habe ich das so geschaltet, dass die Züge, wenn sie einfach fahren, immer im Normalzustand der Weichen durch das mittlere Gleis fahren, wo nie ein Zug stehen soll. So, und dann kann man hier unten jetzt noch einstellen, wenn man das jetzt ändert, wenn man das jetzt darüber stellt, ist dieser Zustand ein anderer. Ich kann das mal kurz zeigen. Dann schaltet ihr halt einfach anders. Bei einer Zweierweiche ist das unspektakulär. Ja, interessanter wird das einfach bei einer Kreuzungsweiche. Moment, die habe ich jetzt auch noch hier irgendwo. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und da stellt ihr hier mit diesen, also da glaubt mir, werde ich jetzt nicht draufklicken. Da könnt ihr diesen Zustand, den schrägen Zustand hier einstellen und den abknickenden Zustand so einstellen oder wie auch immer. Da müsst ihr halt einfach immer einmal hier oben schalten und dann guckt ihr, ob die Weiche auch wirklich so steht. Wenn nicht, müsst ihr hier rumklicken, da wieder rumklicken, bis dieser Zustand, der hier abgebildet wird, stimmt. Und ihr seht, bei einer Doppelkreuzungsweiche habt ihr zwei Adressen, 82, 83, Adresse 1, Adresse 2. Ja, da kann man eigentlich nicht viel machen, nicht viel falsch machen. Ja? So, das wollte ich noch mal kurz gezeigt haben. Und ja, wie gesagt, wenn ich im Editiermodus bin, dann wird auch irgendwo gearbeitet, sei es im Train Controller oder an der Bahn. Dann finde ich das total klasse, dass ich hier direkt diese Adressen habe, diese Weichenadressen. Wenn ich dann im Spielmodus oder Fahrmodus bin und gehe aus dem Editiermodus raus, dann klick, zack, dann sind auch diese Dinger weg. Ja. Der eine mag es ja halt da stehen haben, die anderen nicht. Einige werden sehr wahrscheinlich sagen, oh, eine gute Idee, das habe ich ja noch gar nicht überlegt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Also so sieht es momentan Stand heute. Und heute ist der 6.8. Ja, ihr habt richtig gehört, der 6.8. So sieht es Stand heute bei mir aus. Was ich euch noch vorstellen wollte oder zeigen wollte, ist mein fertiges Panel. Ihr seht, alles ist beleuchtet und man kann dann auch, glaube ich, sehen, unten die ganzen Belegmelder, die sind beschriftet und ja, beziehungsweise die Weichendecoder sind beschriftet, damit ich weiß, welche
Das sind an den Belegmeldern muss ich nochmal dran, weil da doch einige verschiedene Bereiche auf einem Belegmelder sind. Auf der linken Seite zum Beispiel der Bahnhof und auf der rechten Seite zum Beispiel der linke Schenkel und dann auch nicht voll besetzt. Aber ich denke, so lasse ich das und klopp, das sieht ganz gut aus, ist mir ganz gut gelungen. So sieht es hell aus. Ich mache jetzt mal Licht aus, dann seht ihr mal, wie es dann im Dunkeln aussieht. Ja, ich denke, kann man so lassen. Ja, oben links in der Ecke seht ihr noch den DK 50018, den ich damals ja vom Tobi mal beschenkt bekommen habe. Da weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich da mitmache, was da dran kommt, aber da lasse ich mir auf jeden Fall noch was Schönes für einfallen. Ich finde den einfach klasse, vor allen Dingen kann man den ja auch über das Handy, Bluetooth und alles steuern. Dann müssen wir mal gucken, was wir da machen. Gut, alles klar, das Panel wollte ich euch noch zeigen. Wie gesagt, das ist jetzt mit der Plexiglasscheibe fertig. Hitzeentwicklung habe ich mal getestet, 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich hier was fahren lassen, ist die ganze Show an. Da ist nichts, was warm wird. Ja, da kann auf jeden Fall Hitze entweichen. Oben ist ja noch ein kleiner Spalt, wo die raus kann und so. Von daher passt das wunderbar. Gut, soweit die heiligen Worte. Ja, Freunde von CB Likes Trains, jetzt habt ihr gesehen, meine Elektrik ist fertig. Ich habe jetzt wirklich jedes Gleis mit Strom versorgt, an der Belegmeldung angeschlossen und im Train Controller eingebunden. Auch meine Weichen, alle mit Strom versorgt, alle schön eingebunden im Train Controller, alle schalten auch perfekt. Also jetzt kann ich mich so langsam aber sicher auf den Landschaftsbau stürzen. Und da freue ich mich schon am allermeisten drauf. Aber als erstes, glaube ich, vorher, das weiß ich aber noch nicht so ganz genau, werde ich wohl die Tag-Nacht-Steuerung noch einbauen. Und da werde ich mir natürlich wieder Hilfe aus Köln holen müssen. Nicht wegen der Elektrik, sondern ganz einfach um mehrere, da braucht man ein bisschen mehrere Hände, wenn man hier unter der Decke arbeiten möchte. Und es gibt hier unten oben zwei Streifen mit jeweils weiß und RGB LEDs. Und dementsprechend wird das dann auch später hier mal Tag und Nacht werden. Aber das, wie gesagt, das Video dauert noch ein bisschen. Ich denke, vorher kommt noch ein bisschen was anderes. Tag-Nacht-Steuerung werde ich machen von Logstor Digital. Andreas, an dieser Stelle schon mal ganz, ganz vielen lieben Dank. Der Andreas hat mir die Komponenten schon mal alle zugeschickt, die ich dazu brauche. Und keine Panik, ich kriege den nicht umsonst. Ganz ruhig bleiben. Aber er hat sie mir auf jeden Fall schon mal fertig gemacht, zugeschickt und dass ich mich damit mal beschäftigen kann und ich möchte dementsprechend auch ein Video darüber machen. Ich weiß, da gibt es andere, die machen das auch, aber wenn man da schon so was hingelegt bekommt und dann möchte man das auch gebührend zeigen. Ja, des Weiteren, also wie gesagt, Logstor Digital, Andreas, vielen lieben Dank erstmal für deine Hilfe. Ich werde dich telefonisch sicherlich nochmal kontaktieren. Und okay, dann habe ich hier noch was stehen und da muss ich mich jetzt erstmal bei Bergswerk entschuldigen. Der Junge, der hat mir das alles mal zur Verfügung gestellt, das ist schon ein bisschen was her und ich, Idiot, habe das hier stehen gehabt, habe damit gearbeitet, aber habe mich nicht mal gebührend dafür bedankt. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal nachholen, um vielen lieben Dank zu sagen an Bergswerk. Der hat mir hier schön, wie nennt es sich, Modellbauspachtel, mal ein Kistchen zur Verfügung gestellt, um das Ganze mal zu probieren. Was ich euch empfehlen kann, sind die Sekundenkleber von Bergswerk. Die haben 3 verschiedene Viskositäten, mittel, leicht und hochviskose, also ganz dünn, mitteldünn und gelartig. Kann man super mitarbeiten. Da gibt es auch noch so ein paar Käppchen für drauf, die gibt es da auch noch mit dabei, so für in gewisse Ecken rein oder hier so eine Art Spitze. Super klasse. Und dann haben sie noch einen Sekundenkleber, ultraschneller Sekundenkleber. Ich kann es euch empfehlen, klebt eure Schienen damit. Hingelegt, schön gerade gelegt, mit Pinchen festgemacht, ein paar Tropfen drauf. Bombe. Also, wie gesagt, kann ich euch sehr ins Herz legen. Ja, Rest müsst ihr selber machen. Einkaufen müsst ihr allein. Ne? So, wisst ihr Bescheid. Ja, Freunde, es ist eigentlich verbracht. Das Video ist vorbei. Mir bleibt nur wieder mal Danke zu sagen für euch, für eure Zustimmung, für euer Besuch, dass ihr dabei wart oder immer auch dabei seid. Vielen lieben Dank auch an die Neuen, die dazugekommen sind. Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal.
Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt erstmal feinartig bei euch, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Sibi Likes Trades. Macht's gut, bis dahin, euer Sibi. Ciao, ciao.